Als Fremde unserem Neugeborenen nahe kamen, war niemand darauf vorbereitet, was unser 82 Kilo Schäferhund Atlas tat. Als Fremde unserem neugeborenen Baby Lina nahe kamen, tat unser 82 Kilo Schäferhund Atlas etwas, das alle schockierte. Seine Reaktion wird euch sprachlos machen. Niemand war darauf vorbereitet, was als nächstes passierte. Atlas, unser sanfter Riese, der es immer geliebt hatte, neue Leute zu treffen, wurde plötzlich zum strengsten Bodyguard, den wir je gesehen hatten. Er ließ niemanden in die Nähe unseres Babys. Nicht die Großeltern, nicht Freunde, nicht einmal unseren Hausarzt. Aber was er tat, als er dachte, Lina sei in echter Gefahr, offenbarte die wahre Tiefe der Schutzliebe eines Schäferhundes. Als wir unsere neugeborene Tochter Lina aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, wussten wir, dass unser 82 Kilo Schäferhund Atlas Zeit brauchen würde, um sich zu gewöhnen. Was wir nicht erwartet hatten, war, dass er sein selbsternannter Leibwächter mit Regeln werden würde, die strenger waren als jedes Sicherheitssystem. Atlas war 4 Jahre lang unser sanfter Riese gewesen, ruhig, gehorsam, freundlich zu allen. Aber in dem Moment, als Lina unser Haus betrat, veränderte sich etwas in seinen Augen. Er positionierte sich zwischen ihr Körbchen und der Haustür, als würde er über den kostbarsten Schatz der Welt wachen. Das erste Zeichen seiner neuen Schutzinstinkte kam, als meine Schwiegermutter zu Besuch kam. Sie war unzählige Male bei Atlas gewesen, aber als sie nach Linas Körbchen griff, tat Atlas etwas, was er noch nie getan hatte. Seine Ohren schossen nach vorn, wachsam und konzentriert. Sein massiver Körper stellte sich mit fließender Präzision direkt zwischen sie. Er stieß das tiefste, autoritärste Knurren aus, das ich je von ihm gehört hatte. Seine ganze Haltung sagte, das ist jetzt meine Verantwortung. Fasst das Baby nicht an, sagte seine Körpersprache klarer als Worte. Wir dachten, es sei eine einmalige Anpassungsphase. Aber dann kam der Postbote mit einem Paket vorbei. Als er in den Kinderwagen schaute, um Lina zu sehen, stellte sich Atlas sofort dazwischen und blockierte seine Sicht, seine intelligenten braunen Augen auf den Fremden gerichtet, mit unerschütterlicher Intensität. Wenn ihr von Atlas Schutzinstinkten schon begeistert seid, drückt den Abonnieren-Button. Denn was als nächstes passierte, wird euch zeigen, wie weit ein treuer Schäferhund gehen wird, um sein Menschenbaby zu beschützen. Der dramatischste Vorfall ereignete sich im Park, als Lina 3 Monate alt war. Eine wohlmeinende ältere Dame näherte sich unserer Decke, wo Lina Bauchzeit hatte. Bevor sie auch nur sprechen konnte, erhob sich Atlas aus seiner liegenden Position und positionierte sich direkt über Lina. Er schuf einen lebenden Schutzschild mit seinem massiven Körper. »Was für ein wunderschönes Baby«, sagte die Frau und griff nach unten. Atlas' Reaktion war sofort unschockierend. Er bellte nicht, knurrte nicht, sondern senkte einfach seinen Kopf und gab ihr einen Blick, der sagte, keinen Schritt näher. Sein Körper wurde zu einer Festung um Lina und die Frau trat tatsächlich zurück. »Ich habe noch nie einen so beschützerischen Hund gesehen«, flüsterte sie mir zu. »Es ist, als würde er denken, er sei ihr Vater.« Und in vielerlei Hinsicht hatte er recht. Atlas hatte entschieden, dass es seine Aufgabe war, jede einzelne Person zu überprüfen, die Lina nahe kam. Familienangehörige mussten sich seine Zustimmung verdienen. Fremde waren einfach nicht in Armreichweite erlaubt, ohne seine Erlaubnis. Der Wendepunkt kam, als Linas Kinderarzt einen Hausbesuch für ihre 4-Monats-Untersuchung machte. Dr. Weber war seit Jahren unser Hausarzt, aber Atlas kümmerte sich nicht um die Vergangenheit. Als Dr. Weber sich Lina mit seinem Stethoskop näherte, ging Atlas in Position. Wenn euch diese unglaubliche Loyalität Gänsehaut bereitet, drückt bitte den Daumen-hoch-Button, um anderen Familien zu helfen, diese erstaunlichen Geschichten von Hundetreue zu sehen. Aber hier zeigte Atlas seine wahre Intelligenz. Anstatt den Arzt komplett zu blockieren, setzte er sich direkt neben Linas Untersuchungsmatte. Seine Augen verließen Dr. Webers Hände nie. Jedes Mal, wenn der Arzt das Stethoskop bewegte, folgte Atlas Kopf. Als Dr. Weber Linas Reflexe prüfen musste, lehnte Atlas näher heran, als würde er die gesamte Untersuchung überwachen. »Ich bin seit 30 Jahren Kinderarzt«, sagte Dr. Weber danach. »Und ich hatte noch nie einen so aufmerksamen Assistenten. Dieser Hund überwachte jede einzelne Sache, die ich tat.« Was Atlas' Schutz noch bemerkenswerter machte, war, wie er zwischen verschiedenen Arten von Kontakt unterschied. Wenn mein Mann oder ich Lina hochhielten, entspannte sich Atlas. Manchmal sogar wedelte er mit dem Schwanz.
Aber wenn jemand anderes nach ihr griff, änderte sich sein ganzes Auftreten. Seine Ohren stellten sich auf, sein Körper spannte sich an und er wechselte in den Wächtermodus. Der 28-Kilo-Riese ließ sich dann langsam neben Lina auf den Boden nieder, fast als würde er sich ehrfürchtig verneigen, positionierte sich als Schild und Wächter zugleich. Der rührendste Moment kam, als Lina mit 5 Monaten ihre erste Erkältung hatte. Sie weinte untröstlich und wir waren erschöpft von schlaflosen Nächten. Atlas, der normalerweise seine schützende Distanz hielt, tat etwas Unerwartetes. Er näherte sich Linas Bettchen und begann die sanftesten Wimmernlaute zu machen, fast als würde er versuchen, sie zu trösten. Als das nicht funktionierte, kam er uns holen. Er ging in unser Schlafzimmer, tätschelte sanft das Bett, dann führte er uns zurück in Linas Zimmer. Dieser 82-Kilo-Wächter beschützte sie nicht nur vor äußeren Bedrohungen, er sorgte auch dafür, dass sie die Pflege von uns bekam, die sie brauchte. Solche Geschichten müssen geteilt werden, weil sie uns die unglaubliche Tiefe der Liebe und Loyalität eines Hundes zeigen. Wenn das euer Herz berührt hat, teilt es bitte mit jemandem, der daran erinnert werden muss, dass Schutz viele Formen haben kann. Als Lina älter wurde, entwickelten Atlas' Regeln sich weiter, verschwanden aber nie. Als sie zu krabbeln begann, lief er neben ihr wie ein vierbeiniger Bodyguard. Wenn Fremde auf dem Spielplatz mit ihr interagieren wollten, mussten sie zuerst den Atlas-Test bestehen, ein vorsichtiges Beschnüffeln, ein langer Blick und seine stille Zustimmung, bevor sie in Spieldistanz kommen konnten. Jetzt, wo Lina ein Kleinkind ist, hat sich ihre Beziehung in etwas Wunderschönes verwandelt. Atlas hält immer noch seine schützende Wache, aber er ist auch ihr Spielkamerad und Vertrauter. Sie nennt ihn mein Atlas und er reagiert anders auf ihre Stimme als auf die von allen anderen. Sanfter, zärtlicher, mit unendlicher Geduld. Leute fragen oft, ob wir uns Sorgen wegen so einem großen Hund bei unserem kleinen Kind machen. Die Antwort ist niemals. Atlas hat uns gezeigt, dass wahrer Schutz nicht um Aggression oder Angst geht. Es geht um Liebe, so tief, dass man sich zwischen Gefahr und den man liebt, stellt, egal was passiert. Dieser 82-Kilo-Schäferhund, der Fremde mit seinen Schutzinstinkten schockierte, lehrte uns, dass manchmal das größte Geschenk, das man jemandem machen kann, das Versprechen ist, dass er niemals ungeschützt der Welt gegenübertreten muss. Atlas beschützte nicht nur Linas Körper, er beschützte ihr Recht, sich vom allerersten Tag ihres Lebens an sicher, geliebt und geschätzt zu fühlen. Seine Fass-das-Baby-nicht-an-Regel ging nicht um Aggression, es ging um den Wächter zu sein, den jedes Kind verdient. Jemand, der glaubt, dass sie es wert sind, beschützt zu werden, über sie gewacht zu werden, sicher gehalten zu werden, bis sie stark genug sind, sich selbst zu schützen. Was denkt ihr, was manche Hunde so natürlich beschützerisch gegenüber Kindern macht? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare.